Hallo zusammen, nun hat es auch die Garmin Venue 4 zu mir geschafft. In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, was die Neuerungen der Venue 4 gegenüber der Venue 3 sind. Aber ich würde sagen, wir legen hier direkt los. Und da haben wir auch schon beide Modelle. Auf der linken Seite haben wir die neue Garmin Venue 4 in der 45 mm Variante und auf der rechten Seite die Venue 3, ebenfalls auch hier in der 45 mm Variante. Die Garmin Venue 4 erscheint in zwei verschiedenen Größen. Einmal in der 41 mm Variante in der kleinsten Version und dann natürlich die 45 mm Variante. Und wenn wir uns die Uhr etwas genauer betrachten, können wir auch gleich als erstes sehen, dass wir jetzt hier einen Knopf verloren haben. Bei der Venue 3 hatten wir noch 3 Knöpfe. Hier konnte man zum Beispiel einen Sprachassistenten drauflegen. Das haben wir bei der Venue 4 nicht mehr. Hier ist eine blanke Stelle. Aber auch beim Gehäuse selbst hat sich was geändert. Die Venue 4 hat nämlich jetzt hier ein Edelstahlgehäuse, während hier die Venue 3 hier noch ein faserverstärktes Polymer hatte. Nur auf der Rückseite haben wir auch weiterhin das faserverstärkte Polymer, falls jetzt hier jemand auf Metalle allergisch reagieren sollte. Die Garmin Venue 4 bietet uns auch ein Feature, was ich wirklich sehr begrüße. Und zwar haben wir jetzt auch hier eine Taschenlampe verbaut. Das sehen wir jetzt hier oben. Wenn du länger die Rücktaste drauf drückst, dann löst du hier die Taschenlampe aus, standardmäßig. Du kannst dann hier bis zu 4 verschiedenen Helligkeitsstufen in der Weißstufe einstellen. Und das Gegenlicht ist an dieser Stelle dann hier rot. Und natürlich bekommst du dann auch alle Funktionen angeboten, die eine Taschenlampe zu bieten hat. Sei es hier zum Beispiel im Laufen, bei dem du dann hier auch das Blinken einstellen kannst. Auch im Bereich des Displays haben wir dann eine kleine Änderung. Wie schon bei der Garmin Forerunner 970, Phoenix 8 Pro, als dann zum Beispiel auch bei der Venue X1 bekommen wir jetzt hier das hellere Display verbaut. Besser gesagt, die Helligkeitsstufe 1 der Venue 4 entspricht der Helligkeitsstufe 3 der Venue 3. Eine weitere Anpassung haben wir dann auch im Bereich der Benutzeroberfläche. Wir bekommen nämlich jetzt mit der Garmin Venue 4 die Benutzeroberfläche, wie wir es auch schon bei der Forerunner 970 oder auch Phoenix 8 bekommen haben. Das heißt also, man hat sich hier den UI angeschlossen und es hat den Vorteil, man muss jetzt nur noch für eine Oberfläche programmieren und kann hier viel leichter Neuerungen in die Uhren hineinbringen. Aber nicht nur die Widgets haben sich geändert. Wenn wir dann zum Beispiel an die Einstellung gehen, so bekommen wir nämlich auch hier mit der Garmin Venue 4 den neuen Fokusmodus angeboten. Das heißt also, einmal für den Schlafmodus kannst du alles dann hier einstellen, was du brauchst. Beim ersten Mal kriegst du dann auch hier so ein kleines Tooltip oder eine kleine Beschreibung, was das genau heißt. Und du kannst es natürlich dann auch hier für deine Aktivitäten einstellen. Das heißt also, diese Einstellungen, die du hier durchführst, sind dann global. Sei es jetzt hier zum Beispiel die Satelliteneinstellung oder dann zum Beispiel die Helligkeit oder Sprachwarnung. Das alles kannst du dann hier global für jede Aktivität einstellen. Nichtsdestotrotz, wenn du aber für eine Aktivität was anders haben möchtest, ist es aber auch hier in der Aktivität selbst nochmal individuell einstellbar. Das gleiche ist dann auch bei der Schriftgröße. Wir können nämlich jetzt hier bei der Garmin Venue 4 ja hier mit einem Regler festlegen, wie groß unsere Schrift sein soll. Bei der Garmin Venue 3 ging es dann hier nur groß und klein. Mehr war an dieser Stelle dann hier nicht möglich. Und zu guter Letzt gab es dann auch im Bereich der Aktivitätswidgets oder Apps ebenfalls die UI-Anpassung. Zu einem sehen wir dann einmal hier schön aufgeschlüsselt unsere ganzen Funktionen. Wir haben hier zum Beispiel Sprachbefehle mit dabei. Den Sprachnotizen sind möglich, Rechner haben wir, als natürlich dann auch alle Einstellungen im Connect IQ Store. Aber auch wenn wir jetzt hier zurückgehen, sehen wir dann auch hier oben bei den Aktivitäten, wie wir es auch schon von der Phoenix 8 kennen. Und wenn wir hier in eine Aktivität hineingehen, dann bekommt auch hier die neue Übersicht angezeigt. Einmal natürlich die täglichen Trainingsvorschläge, die Trainings an sich selber, die Navigation, aber natürlich dann auch die ganzen Laufeinstellungen werden dann hier in diesem Menü angezeigt. Und diese sind auch wirklich dann nur für die Laufaktivität und kannst dann hier dann entsprechend einstellen, wie du das hier benötigst. Die Garmin Venue 3 war schon dafür bekannt, dass du hier den Rollstuhlmodus nutzen konntest und auch Rollstuhlaktivitäten hattest. Diese gibt es auch hier wieder auf der Garmin Venue 4, was ich wirklich sehr positiv finde. Aber man hat im Bereich Unterstützung bzw. Eingabehilfe noch weitere Neuerungen hinzugefügt. Die erste Neuerung, die es gibt, ist dabei hier die Möglichkeit, sich das Zifferblatt vorlesen zu lassen. Dafür drückt ihr hier länger unten auf die Taste. Es ist 21:03 Uhr. Heute ist Montag, der 22. September. Du hast aber eine Möglichkeit, auch das ganze Zifferblatt ansagen zu lassen. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal in die Einstellung der Uhr. Dann gehen wir hier auf das Zahnrad. Und dann gibt es hier nämlich dann Eingabehilfen. Die könnt ihr dann auswählen. Und hier ganz oben gibt es dann Display Design Ansage. Das wählen wir jetzt aus. Und jetzt sagen wir einfach gesamtes Display Design. Dann bekommen wir auch so eine kleine Beschreibung, was das Ganze bedeutet. Hier einmal kurz die Back-Taste drücken. Das machen wir jetzt einfach mal. Es ist 21:04 Uhr. 90 Intensitätsminuten. Davon heute 90 Minuten. 13.190 Schritte. Ziel 5.000. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten. Solltest du hier mit Farben Probleme haben,
Dann kannst du auch hier verschiedene Farbmodis auswählen und zum Beispiel Kontraste herausnehmen, damit du das Zifferblatt auch viel besser ablesen kannst. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das hier auf mehreren Garmin-Uhren ausgerollt wird. Und wenn wir schon im Bereich der Uhrzeiten sind, die Garmin Venue 4 bietet uns auch den neuen intelligenten Wecker an. Das heißt also, wenn du jetzt einen Wecker stellst, kannst du diesen intelligenten Wecker aktivieren. Der Sinn dahinter soll das sein, dich einfach nicht im Tiefschlaf zu wecken, sondern dann, wenn deine optimale Schlafphase ist, damit du hier viel besser aufstehen kannst. Soll es aber der Fall sein, dass du dann darüber hinauskommst, wirst du dann trotzdem hier geweckt um die Zeit, die du angegeben hast. Und mit der neuen Oberfläche bekommen wir dann auch hier mit der Garmin Venue 4 nicht nur den Morgenbericht angeboten, sondern dann auch den Abendbericht. Das heißt also, du kannst den Tag dann nochmal Revue passieren lassen, siehst dann auch die Wetterprognose für den nächsten Tag oder dann, wie dein Tag generell gelaufen ist. Eine Neuerung, die mit der Garmin Venue 4 eingeführt worden ist, ist das sogenannte Lifestyle Login. Besser gesagt, du führst dann hier ein Tagebuch von Verhaltensweisen und die App macht dann hier eine Auswertung. Das Positive und Tolle ist, es ist nicht Garmin Venue 4 exklusiv. Nein, du kannst es auch mit anderen Garmin-Uhren nutzen. Du findest das Ganze hier unter Gesundheitsstatistiken und es kostet vor allem keine Abogebühr. Das heißt also, das hat nichts mit Connect Plus zu tun. Du kannst es auch einfach hier im Standard nutzen. Ich für meinen Teil habe das Lifestyle Login hier unten schon als Favorit angefügt. Wir sehen hier, wir haben verschiedene Verhaltensweisen, die man hier einpflegen kann. Diese kann man aber auch anpassen, indem man jetzt einfach hier oben rechts auf die 3 Punkte geht und sagt, okay, ich möchte Verhaltensweisen bearbeiten. Und da sehen wir auch schon, es gibt nämlich hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, die du auswählen kannst. Einmal natürlich hier Lifestyle, hier ist zum Beispiel Alkohol dabei, Koffein am Morgen oder gesunde Mahlzeiten, Selbstpflege oder dann auch Behandlungen sind mit dabei. Und du hast auch die Möglichkeit, hier schlafbezogene Sachen auszuwählen, zum Beispiel auch hier Lesen im Bett oder dann Handy genutzt oder Schlafgeräusche, als natürlich auch die Lebenssituation an sich. Bist du zum Beispiel beim Stillen, bist du in einer Pflege tätig oder hast du Krankheiten? Und was ich auch ganz toll finde, ihr könnt dann auch benutzerdefinierte Felder auswählen. Ich habe zum Beispiel jetzt Homeoffice und Pendeln ausgewählt und da könnt ihr zum Beispiel das definieren, was sehr viele Einflüsse bei euch im täglichen Lifestyle hat. Ja, wie geht man aber hier vor? Ganz einfach, ihr müsst dann hier am Tag auswählen, was dann alles stattgefunden hat, zum Beispiel Intervallfasten, Krankheit oder zum Beispiel hier eine Massagetherapie, leichtes Training. Und dann kannst du einfach bestätigen oder dann xen. Und wenn du dann alles gepflegt hast, dann bekommst du nach 4 Wochen dann Auswertung auch angezeigt. Zum Beispiel über den Stress über die Nacht, die Herzfrequenzvariabilität oder auch über den Sleep Score. Und da kannst du dann in die verschiedenen Punkte hineingehen, wie zum Beispiel Alkohol. Und da bekommst du hier eine Grafik angezeigt, welche Einflüsse dann hier gegeben sind. Ganz neu ist es aber nicht. Alle, die ein Whoop-Band nutzen, kennen das nämlich schon. Da gibt es diese Logbuch-Konfiguration auch. Einziger Unterschied, man kann hier bei der Garmin Connect App dann auch leichte Trainings und harte Trainings vor dem Schlafengehen auswählen. Und da kann man schauen, ob es einen guten Einfluss oder einen negativen Einfluss auf dich hat. Einziger Vorteil der Garmin Venue 4, sie bietet uns jetzt schon ein Widget an. Da können wir nämlich über die Uhr auch hier die Daten ausfüllen. Aber es gibt hier leider ein kleines Problem. Es ist nämlich noch nicht alles übersetzt, was ich etwas schade finde bei dem Preis der Uhr. Da würde ich auf jeden Fall schon erwarten, dass dann auch alles direkt übersetzt ist ins Deutsche. Und neben dem Lifestyle-Login gibt es dann noch weitere Daten, die neu hinzukommen. Wenn wir hier auf die Gesundheitsstatistik gehen, gibt es nämlich jetzt auch den Gesundheitszustand. Wir sind auch hier aktuell noch in der Beta. Auch das ist für alle zugänglich. Und hier bekommst du so etwa nach 4 Wochen eine Analyse angezeigt, die individuell für dich abgestimmt ist. Warum Garmin hier nochmal extra kalibrieren muss, ist mir unverständlich. Ich habe nämlich jetzt schon über 5 Jahre Schlafdaten hinterlegt und daher würde ich eigentlich erwarten, dass auch hier Daten angezeigt werden. Aber wie gesagt, ich muss das jetzt erst hier mal kalibrieren und dann bekommt ihr hier eine Übersicht über die Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Atmung, Hauttemperatur und Blutsauerstoffwerte. Und dabei siehst du dann auch hier, ob das dann gegenüber deines Normalwertes eine Abweichung gibt oder auch nicht und bekommst auch eine entsprechende Meldung, falls das sein sollte. Wir kennen das schon ähnlich von der Apple Watch, da gibt es ja auch die Vitalwerte, da wird dann auch immer schön angezeigt, wenn hier Abweichungen stattfinden. Neben den Gesundheitsstatistiken gibt es aber auch nochmal erweiterte Auswertung des Schlafes. Wenn ihr jetzt hier in den Schlafcoach hineingeht, dann werdet ihr gleich sehen, wenn wir runterscrollen, dass wir jetzt hier nämlich einmal eine Übersicht haben, dass wir ein erhöhtes Schlafbedürfnis haben. Wenn wir da reingehen, sehen wir jetzt auch gleich, was der Grund ist. Einmal der schlechte Schlaf, als auch die Herzfrequenzvariabilität. Die ist bei mir jetzt momentan nicht sehr gut. Wir sind hier momentan unterhalb der grünen Linie und ihr bekommt auch eine Übersicht über euer Schlafrhythmus. Aber auch hier ist es so, es dauert 3 Wochen, bis die Uhr das kalibriert hat und dir dann einfach anzeigt, wie deine letzten Schlafdaten waren im Vergleich zu deinem normalen internen Rhythmus. Und das ist auch gut so, weil jeder hat einen anderen Schlafrhythmus
und hier bekommst du auch eine Empfehlung, wann du am besten ins Bett gehen sollst, was auf dich individuell abgestimmt ist. Neben dem Schlafrhythmus gibt es dann auch noch die durchschnittliche Schlafdauer. Da bekommt ihr es hier nochmal schön grafisch angezeigt. Und es gibt dann auch eine Übersicht über die Schlafkonsistenz, also wie ich dann ins Bett gehe. Ich kann ganz gut sehen, dass der Samstag hier und Sonntag abweichen, weil ich habe hier ein Nickerchen gemacht. Die gestrichelten Linien sind einfach die Zeitrahmen, in denen ich immer schlafen gehe. Ich bin immer so in dem Rahmen drin. Meine Schlafenszeit ist etwas geringer, als es normalerweise sein sollte. Ich sollte eigentlich etwas mehr schlafen, aber das bekommt ihr hier nochmal gut angezeigt, ob du dann hier in deinem eigenen Rhythmus unterwegs bist. Einer meiner größeren Kritikpunkte bei der Garmin Venue 3 war immer das fehlende Trainingsload-Widget bzw. das Trainingsbereitschafts-Widget, um einfach besser einzuordnen, ob ich zu viel trainiere oder ob ich zu wenig trainiere. Und dies wurde nun mit der Garmin Venue 4 geändert. Zu einem bekommt ihr nämlich jetzt hier das Trainingsbereitschafts-Widget. Also hier seht ihr auf einen Blick, ob ihr trainieren sollt oder auch nicht. Und da werden auch verschiedene Faktoren genommen, wie zum Beispiel der Schlaf, die Erholungszeit, die Herzfrequenzvariabilität, aber natürlich dann auch die akute Belastung und auch der kürzliche Sleep Score. Das heißt also auch die letzten 7 Tage werden beim Stress und beim Schlaf mit berücksichtigt. Aber nicht nur das Trainingsbereitschafts-Widget bekommen wir, nein, es gibt dann auch das Trainingszustand-Widget, bei dem ihr auf einen Blick seht, ob ihr eure Form aufbaut oder abbaut. Es gibt dann auch bei der akuten Belastung sogar eine Aufschlüsselung, welche Trainingsintensität du genutzt hast, anaeroben Bereich oder hochaeroben Bereich. Das ist alles mit dabei, als sogar das Belastungsverhältnis, also ganz einfach dargestellt. Neben dem Trainingswidget bekommt ihr dann auch das überarbeitete Laufleistungswidget. Das heißt also, hier seht ihr dann auch schon mal direkt auf einen Blick den Laktatschwellenwert und auch die Laufprognosen für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon sind ebenfalls dann hier auf der Uhr mit enthalten. Stichwort Training. Neben den täglichen Trainingsvorschlägen, die auch in deinen Aktivitäten angezeigt werden, bekommst du auch hier das Wettkampf-Widget angeboten. Und es geht sogar so weit, dass du sogar die Laufprognosen bekommst. Das heißt also, so wie es schon bei der Forerunner 970 der Fall war, bekommen wir das auch jetzt hier auf der Garmin Venue 4. Im Bereich der Sportaktivitäten haben wir mit der Garmin Venue 4 wirklich eine riesen Anzahl an neuen Aktivitäten hinzubekommen. Die Garmin Venue 4 unterstützt jetzt auch Triathlon, Duathlon, aber beim Laufen gibt es nun auch Ultrarun oder dann auch Trailrunning. Ich blende einfach mal eine Liste ein, was an neuen Aktivitäten alles hinzugekommen ist. Und da würde ich sogar so weit gehen, die Garmin Venue 4 bietet hier so viele Sportarten an, dass es für die meisten hier völlig ausreichend ist, was diese Uhr dann hier zu bieten hat. Eine Kleinigkeit, aber für viele bestimmt sehr erfreulich. Du hast nun mit der Garmin Venue 4 auch die Möglichkeit, wenn du wandern gehst, laufen gehst, die Aktivität zu stoppen und auf später fortsetzen zu setzen. Das heißt also, die Garmin Venue 4 speichert nicht mehr einfach nur die Aktivität ab. Du kannst es dann einfach pausieren und dann später weiterführen. Ich denke, das dürfte für die meisten eine positive Nachricht sein. Des Weiteren hat die Garmin Venue 4 die Möglichkeit, wenn du laufen gehst und gehst dann auf eine Bahn, dass diese dann erkannt wird. Du bekommst dann auch ein Pop-up hier direkt auf die Uhr angezeigt. Das dient dann einfach hier zum besseren GPS-Tracking und das macht die Garmin Venue 4 hier wirklich auch sehr gut. Darüber hinaus unterstützt die Garmin Venue 4 dann auch bei Rennen oder bei Massenveranstaltungen hier die richtigen Distanzen anzugeben. Das heißt also auch wirklich die Distanz des Veranstalters. Und du hast dann auch die Möglichkeit, mit der Garmin Venue 4 während einer Aktivität auf eine andere Aktivität zu wechseln, beziehungsweise dann auch wieder zurückzuwechseln. Das wird dann auch hier mit unterstützt. Und wenn wir dann einen Blick auf die Sensoren werfen, kann man auch sehen, dass hier neu hinzugekommen sind. Natürlich haben wir auch wieder das E-Bike dabei oder Herzfrequenzsensoren. Aber wenn wir weiter runter scrollen, können wir zum Beispiel sehen, dass jetzt dann auch hier Schaltungen unterstützt werden, als dann auch Shimano DY2-Schaltung. Das ist nun auch hier mit der Venue 4 möglich. Was ebenfalls mit der Garmin Venue 4 unterstützt wird, ist dann auch die EKG-Messung. Du kannst dann hier das Widget freischalten und kannst dann eine Messung durchführen. Das hatten wir aber auch schon auf der Garmin Venue 3, das ist jetzt nichts Neues. Generell bekommt ihr auch den gleichen Sensor verbaut wie schon auf der Venue 3. Das liegt aber daran, dass hier der Herzfrequenzsensor der neueste war, den wir auf der Venue 3 damals bekommen haben. Aber ich erwähne das ganz einfach, nämlich die Garmin Forerunner 570, die im gleichen Preissegment unterwegs ist, hat nämlich hier keine EKG-Funktion und es wird sie auch nie nachgerüstet bekommen, weil der Sensor das in dieser Form hier nicht unterstützen kann. Eine Funktion, die ich auf der Garmin Venue 3 vermisst habe, aber jetzt auf die Venue 4 gekommen ist, ist dann auch die Navigation. Du bekommst aber hier nur eine Krümelnavigation angeboten und bei meinem Kurztest war es auch so, dass ich keine Abbiegenweise bekommen habe. Ich muss aber nochmal ausführlich testen, ob es jetzt einfach an der Strecke lag oder ob das generell nicht funktioniert. Was auch funktioniert, sind dann auch Points of Interest. Das heißt also, du kannst im Garmin Connect Planer dann auch hier diese Punkte setzen und diese bekommst du dann auch hier auf die Uhr dann angezeigt, sobald du diese erreicht hast. Und für alle, die einen Wettkampf laufen wollen,
Es wird dann auch ein Pace Pro Plan unterstützt, der dabei hilft, dann hier deine Zielzeit zu erreichen. Eine weitere Anpassung haben wir dann auch bei der GPS-Messung. Die Garmin Venue 4 bietet nun auch endlich hier das Multiband-GPS an. Das heißt also das beste GPS, was wir hier von Garmin bekommen können. Zur Erinnerung, die Garmin Venue 3 bietet uns hier nur alle Systeme an. Das war auch schon nicht schlecht, aber Multiband ist auf jeden Fall hier in Wäldern oder zwischen Häusern nochmal deutlich besser als hier alle Systeme. Zu guter Letzt werfen noch einen kurzen Blick auf die Akkulaufzeit. Die Garmin Venue 4 hat leider eine etwas kürzere Akkulaufzeit als noch das Vorgängermodell. Das liegt meines Erachtens hauptsächlich wahrscheinlich an dem etwas helleren Display, was hier mehr Strom verbraucht. Konkret gesagt, die Garmin Venue 3 hatte noch bis zu 14 Tage im Smartwatch-Betrieb geschafft, während die Garmin Venue 4 in der großen Variante nur noch bis zu 12 Tage schafft. Ähnlich ist es dann auch bei der Aktivitätsaufzeichnung. Während die Venue 3 in der großen Variante mit allen Systemen noch 20 Stunden geschafft hat, so schafft die Venue 4 nur noch 19 Stunden. Mit Multiband-GPS schafft die Uhr dann bis zu 17 Stunden in der großen Variante, was aber trotzdem für Tagestouren hier völlig ausreichend ist. Aber auch bei der kleinen Version, die hier im Multiband-GPS bis zu 12 Stunden Laufzeit hat, ist ebenfalls für eine Tagestour völlig ausreichend. Ja, ich wollte euch an dieser Stelle einen ersten Eindruck der Garmin Venue 4 geben. Aus meiner Sicht sind die Upgrades, die die Uhr bekommen hat, wirklich sehr gut gegenüber des Vorgängermodells. Ist natürlich die Frage, würdest du jetzt von einer Venue 3 auf eine Venue 4 wechseln? Schreib es mir gerne in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich werde die Uhr jetzt auf jeden Fall erstmal ausführlich testen, alle Werte kalibrieren lassen, damit ich euch das auch vernünftig zeigen kann und dann auch meinen Eindruck wiedergeben. Damit ihr es nicht verpasst, lass auch gerne ein Abo da. Wenn du noch mehr rund um Garmin sehen möchtest, ich habe auch noch weitere Uhren vorgestellt und getestet, verlinke dir unten mal eine Playlist. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals, da siehst du, was hier sonst noch alles so stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.